Hallo, ich bin Justin und heute dreht sich alles um die neuen Smart Docking Stations von Dell. Ich zeige euch, wie sich die Dell Docks unterscheiden, was genau sie können und welche Unterschiede es zu unserer hauseigenen IPC-Computer Thunderbolt 4 Dock gibt. Wenn ihr wissen wollt, ob sich die Dell Pro Smart Docking Stations für euch lohnen, dann unbedingt dranbleiben. Dell hat Anfang des Jahres zwei neue Flaggschiffe im Bereich Docking Stations auf den Markt gebracht, die Dell Pro Smart Dock und die Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock. Wir haben hier die Dell Pro Smart Dock. Wir packen die jetzt mal gemeinsam auf, machen das hier ganz mal kurz auf, nehmen diese Klappe hier oben raus, legen diese ganz kurz zur Seite. Wir nehmen hier mal das Stromkabel raus von Dell, was für das Netzteil gedacht ist, legen das auch mal kurz zur Seite. Nehmen hier mal das 180 Watt Netzteil raus, welches bei der Dock dabei liegt. Das sieht so aus. Legen das dann auch mal kurz zur Seite zum Stromkabel. Haben hier noch ein paar Infoblätter beiliegen von Dell. Einmal, glaube ich, eine Anleitung und auch nochmal die restlichen Informationen, wo man braucht. Legen wir auch mal kurz zur Seite. Dann nehmen wir hier mal das Herzstück raus von der Docking Station. Das hier ist sehr, sehr schön eingepackt. Machen wir das ganz kurz mal raus. Ziehen das mal hier ab. Dann hat man hier auch schon die Dell Pro Smart Dock. So, wie man sieht, wir haben jetzt hier beide mal ausgepackt. Einmal rechts die Dell Pro Smart Dock Thunderbolt 4 und links, wenn wir jetzt gerade mal kurz rüberschwenken, die normale Dell Pro Smart Dock. Wie man schon sieht, sehen sich beide Docks sehr, sehr ähnlich. Von der Verarbeitung her ist sie in Ordnung, wobei sich das Material hier jetzt nicht so hochwertig anfühlt wie bei anderen Docking Stations in diesem Preissegment. Was uns auch noch aufgefallen ist, was uns auch eher stört, die Kabel sind nicht wie bei anderen Docking Stations abnehmbar, das heißt, dieses Kabel ist fest platziert in der Dock. Ein Vorteil gibt es, dass man dies in diesem Kabelkanal so richtig führen kann. Was aber problematisch wird, wenn dieses Kabel mal kaputt wird oder kaputt geht und dann dieses Kabel auszutauschen wird dann sehr, sehr schwierig. Dafür sagt Dell, dass die Dock zu mindestens 65% aus recycelten Materialien besteht. Kommen wir jetzt zu den Anschlüssen. Diese sind relativ ähnlich. Bei der USB-Dock haben wir zweimal DisplayPort 1.4, einmal HDMI 2.1, einmal USB-C 3.2 Gen 2 mit DisplayPort, dreimal USB-A 3.2 Gen 2 mit 10 Gigabit pro Sekunde Datenübertragung, einmal Ethernet mit 2,5 Gigabit pro Sekunde. Auf der Seite hat man noch Andockpunkte für einen Kensington-Lock. Gehen wir auf die Vorderseite. Hier haben wir nochmal jeweils einen USB-A und USB-C 3.2 Gen 2 Port. Vergleichen wir das Ganze mal noch mit der Thunderbolt 4 Smart Dock. Hier haben wir die gleichen Ports, bis auf zwei zusätzliche Thunderbolt 4 Ports. Über diese Ports ist eine blitzschnelle Datenübertragung von bis zu 40 Gigabit pro Sekunde möglich. Der entscheidende Unterschied liegt logischerweise bei der Connection zum Notebook. Die Thunderbolt 4 Smart Dock verbindet wenig überraschend mit Thunderbolt 4, währenddessen das Schwestermodell mit USB-C 3.2 Gen 2 verbindet. So entstehen auch die Unterschiede in der Funktionalität. Am offensichtlichsten wird dies bei den Verbindungsmöglichkeiten für externe Monitore. Beide Docks unterstützen bis zu 4 Monitore, bei der Thunderbolt 4 Dock sind bis zu 4 4K Monitore möglich. Die USB-Dock schafft nur 4x WQAD. Geladen werden kann das angeschlossene Gerät mit bis zu 130 Watt für vorgesehene Dell-Systeme, bei Notebooks anderer Hersteller nur mit 96 Watt. Wo sich die beiden Docks von der Konkurrenz abheben, ist im Bereich Verwaltungsfunktionen. Sie sind perfekt für Büro-Settings geeignet, da sie auch in Abwesenheit über das Dell Device Management verwaltet werden können. Außerdem gibt es eine hardwarebasierte Verschlüsselung und die üblichen Management-Features wie Wake on LAN, Weitergabe der MAC-Adresse und eine An- und Austaste. Das macht die Docks besonders spannend für größere Unternehmen, die eine komplizierte IT-Infrastruktur haben. Kommen wir noch kurz zur Kompatibilität. Beide Docks funktionieren nicht nur mit Windows, sondern auch mit macOS, Ubuntu und Red Hat Enterprise Linux. Ihr könnt auch Notebooks anderer Hersteller, sofern diese über USB-C oder Thunderbolt verfügen, anschließen. Aber die umfangreichen Verwaltungsfunktionen machen meistens nur Sinn in Verbindung mit Dell-Geräten. Preislich liegen die Dell Pro Smart Docks am oberen Ende des Spektrums. Die USB-Version liegt im Schnitt bei ca. 280 €, die Thunderbolt 4 sogar bei 370 €. Zum Vergleich, unsere IPC-Computer Thunderbolt 4 Dock ist in der Regel für unter 250 € zu haben. Also ziehen wir mal ein kurzes Fazit. Für
Für wen machen die Dell Pro Smart Docks überhaupt Sinn? Besonders geeignet sind die Docks für Unternehmen und Workspaces mit zahlreichen Arbeitsplätzen, die zentral durch eine IT-Abteilung aus der Ferne verwaltet werden sollen, insbesondere wenn vorwiegend Laptops von Dell im Einsatz sind. Für den Großteil der privaten Anwender würden wir die IPC Commander Thunderbolt 4 Docks oder andere Docks empfehlen, da man schlichtweg die Managementfunktion nicht braucht. Mit der IPC-Dock sind wie bei Dell 4 Monitore mit bis zu 4K möglich. Außerdem bietet sie ebenfalls alle Vorteile von Thunderbolt 4, wie universelle Kompatibilität und schnelle Datenübertragung und all das zu einem deutlich erschwinglicheren Preis. Wenn ihr alles zu unserer hauseigenen IPC Docking Station wissen wollt, haben wir euch unten in der Beschreibung ein Video verlinkt. Ich hoffe, ihr fandet diese Vorstellung hilfreich, lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal.